Hi ihr Lieben, heute wird nach langer Zeit endlich mal wieder gebacken. Und zwar ein japanischer Cheesecake, auch bekannt als Cotton Cheesecake, und vielleicht kennt ihn der ein oder andere von, ich glaube, Uncle Tetsu oder so. Und ich freue mich jedenfalls schon riesig drauf, weil er immer so schön jiggelt. Ich liebe das ja. Und ja, eigentlich ist er auch ganz einfach zu machen, also wenn man weiß, worauf man achten muss. Und man braucht auch eigentlich nur man braucht nur ganz wenige Zutaten dafür. Und die Zutaten, die findet ihr wie immer samt Mengenangaben nochmal im Rezept aufgelistet und das ist unten in der Infobox als PDF verlinkt. Legen wir direkt los und gehen rüber zum Herd. Los geht's mit der Milch, die wir zusammen mit dem Frischkäse in einem kleinen Topf verrühren und bei niedriger Hitze leicht erwärmen, bis der Frischkäse in der Milch geschmolzen ist. Aber nicht zum Kochen bringen, sondern wirklich nur leicht erwärmen. Einfach nur, damit das Ganze leichter schmilzt und wenn ihr möchtet, könntet ihr das auch alternativ auf einem Wasserbad machen. Jetzt noch die Butter, die rühren wir ebenfalls hinein, bis sie komplett darin geschmolzen ist. Sobald wir so eine schöne geschmeidige Konsistenz haben, kommt das Ganze von der Hitze runter und wir lassen unsere Milchmischung erstmal etwas abkühlen. Zwischenzeitlich trennen wir all unsere Eier und da brauchen wir einige davon, denn die sorgen für diese schöne, fluffige Konsistenz im Kuchen. Wenn wir dann alle Eier schön getrennt haben, rühren wir die Eigelbe schön geschmeidig, bis die stark orangene Farbe zu einem leichten Gelb verblasst ist. Da rühren wir jetzt unsere abgekühlte Frischkäse-Milchmischung hinein. Reiben etwas Zitronenschale dazu. Die ist aber nur optional, also die könnt ihr auch einfach weglassen und den Kuchen einfach Natur lassen. Oder auch einen anderen Geschmack hinzufügen, wie zum Beispiel Vanillearoma. Aber ich finde es mit Zitrone schmeckt es einfach am besten, also ja, meine Empfehlung wäre mit Zitronenschale. Nun sieben wir das Mehl zusammen mit der Speisestärke rein. Und verrühren alles gut darin. Achtet darauf, dass der Teig wirklich schön klümpchenfrei ist. Zur Not, wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr den Teig auch nochmal komplett durch ein Sieb jagen. Das mache ich jetzt nicht, weil bei mir sind jetzt keine mehr drin, also keine Klümpchen mehr drin. Und ich habe ja noch zusätzlich die Zitronenschale darin und die will ich mir nicht nochmal raussieben. Aber wenn ihr Zitronenschale reingeben möchtet und den Teig sieben möchtet, dann könnt ihr die Zitronenschale natürlich auch nach dem Mehl und der Speisestärke dazugeben. Dann schnappen wir uns ein Handrührgerät und fangen an, die Eiweiße steif zu schlagen. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie natürlich auch komplett mit der Hand steif schlagen. Mir persönlich ist es jetzt ein bisschen zu mühselig, aber es geht. Sobald das Eiweiß anfängt sich zu festigen, lassen wir den Zucker hineinrieseln und schlagen so lange weiter, bis es weiche Zipfelchen formt, also diese Soft Peaks. Die sehen ungefähr so aus. Ich gebe übrigens nicht ganz so viel Zucker hinein, also bei mir ist der Kuchen nur ganz leicht süß. Wenn ihr ihn süßer haben möchtet, dann gebt natürlich einfach ein bisschen mehr Zucker rein. Den erhaltenen Eischnee heben wir dann Stück für Stück vorsichtig unter unsere Eigelbmasse. Unseren fertigen Cheesecake-Teig füllen wir dann in eine Springform. Bei mir ist es jetzt so eine 18er Springform. Die habe ich schon mal mit Backpapier ausgelegt und mit einer doppelten Aluschicht umkleidet. Beim Backpapier die hohen Seiten nicht vergessen, denn unser Cheesecake, der wird recht hoch, also der geht bei mir immer über die Springformseite hinaus. Und damit das Backpapier auch schön am Rand hält, wir wollen ja schließlich unseren Teig gut einfüllen können und nicht immer, dass das Backpapier wieder so zurückrollt, habe ich es mit ein bisschen Trennspray einfach an der Springformseite befestigt. So bappt es recht gut daran. Leicht eingefettet habe ich dann natürlich auch noch alles, also den Boden und auch die Seiten. Etwas rütteln und auch klopfen, um eventuelle große Blasen zu entfernen. Und dann kommt das Ganze in ein tiefes Blech, das wir ca. 2 cm hoch mit heißem Wasser füllen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass die Aluhülle drumherum schön hoch ist und auch auf jeden Fall dicht, damit kein Wasser in die Springform kommt. Das Ganze schieben wir jetzt bei 150 Grad Ober- und Unterhitze für 1 Stunde und 20 Minuten in den Backofen.
Nach dem Backen kommt unser Kuchen raus aus dem Ofen und auch raus aus dem Wasserbad und dann lassen wir ihn ganz leicht abkühlen, damit wir ihn problemlos aus der Form befreien können, ohne uns die Griffel zu verbrennen. Und hier könnt ihr schon sehen, wie er jiggelt. Jiggle, jiggle, jiggle. Den Kuchen könnt ihr dann entweder warm servieren, das mache ich ganz gerne, oder erst abkühlen lassen. Aber ich finde, am schönsten jiggelt er immer noch, wenn er noch ein bisschen warm ist. Und ich werde ihn jetzt auch komplett so lassen, wie er ist. Wer möchte, kann aber noch ein bisschen Puderzucker drüber streuen oder den Kuchen oben mit Aprikosenmarmelade bestreichen. Ich hoffe, dass euch das Rezept gefallen hat und dass ganz viele von euch den Kuchen mal nachmachen werden. Wenn ihr das macht, dann schickt mir ganz gerne Bilder davon zu oder auch vielleicht kleine Videos, wie ihr jiggelt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und Abo nicht vergessen. Und ich werde euch jetzt noch ein paar Rezeptvideos hier einblenden, verlinken, wie auch unten in der Infobox. Und natürlich auch den Link zu meinem Shop und zum Abonnieren. Genau. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald! Jiggle, 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 jiggle.